Heute erkläre ich euch, wie man in Polen richtig Geld wechselt und vielleicht auch worauf ihr achten solltet oder vielleicht sogar nicht achten solltet. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir nähern uns immer mehr der Urlaubssaison und man muss auch zugeben, dass Polen in den letzten Jahren immer beliebter bei den Touristen wird, vor allem auch bei deutschen Touristen. Und wenn ich dann zum Beispiel auf verschiedenen Urlaubsforen unterwegs bin, sehe ich immer sehr oft die gleichen Fragen, wenn es jetzt um das Thema Geldwechseln in Polen geht. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video viele Fragen beantworten kann, vielleicht auch das ein oder andere vielleicht mal gerade stellen kann, weil die Antworten, die dort auch manchmal kommen, die sind manchmal sehr komisch, sehr mysteriös, für mich zumindest. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich hier einfach mal das ein oder andere klarstellen kann und ja, dass euch dieses Video zu diesem Thema auf jeden Fall weiterhelfen wird. Zudem möchte ich auch vorab sagen, für die Leute, die gerne mit Kreditkarte oder sonst irgendwie zahlen, bitte, bitte, bitte erspart mir die Kommentare. Ja, geh doch zu dieser Bank und bezahl mit Kreditkarte, hast du einen besseren Kurs und so weiter. Bitte erspart mir diese Kommentare. Das würde zwar den YouTube-Algorithmus pushen und mein Video weiter nach vorne bringen, aber das geht hier wirklich an diese Leute, die einfach mit Bargeld zahlen möchten. Die haben Euros in der Hand und die möchten dafür polnische Złoty haben einfach. Und ja, das muss man auch so akzeptieren. Es sind einfach Leute, die gerne mit Bargeld zahlen. Wiederum gibt es auch Leute, die gerne mit Kreditkarte zahlen. Und ja, für die Leute, die gerne mit Bargeld zahlen, ist auch dieses Video. Hier jetzt nochmal so 2, 3 grundlegende Informationen, bevor wir jetzt wirklich sehr tief gleich in das Thema eingehen. Jedem sollte klar sein, dass in Polen die Landeswährung der polnische Złoty ist und nicht der Euro. Manchmal vertun sich da auch die Leute. Und zum Zweiten lese ich auch sehr oft immer die Frage, kann ich in Polen mit Euro zahlen? Auch wenn der polnische Złoty die Landeswährung ist, wird in den meisten Fällen auch der Euro akzeptiert. Nur ihr müsst auch da immer so ein bisschen bedenken, dass auch hier in den meisten Fällen der Euro schlechter berechnet wird, wie wenn du jetzt in Złoty zahlen würdest. Das hat einfach folgenden Grund: Wenn du ja heute mit Euro bezahlst, wir wissen ja nicht, wann der Händler die Euros in Złoty tauscht und er möchte natürlich nicht den Kursverlust, falls ein Kursverlust passiert, auf sich nehmen. Deswegen berechnet er dem Kunden im Prinzip einen schlechteren Kurs, damit er auch auf der sicheren Seite steht. Das ist auch irgendwie kein Abzug oder sonst irgendetwas. Das ist ganz normales Business-Denken. Also das würde wahrscheinlich jeder von uns machen. Eine weitere Sache, die ich sehr oft im Internet lese, ist, wo kann ich überhaupt meine Euros in Złoty tauschen? Ihr könnt in Polen theoretisch zu jeder beliebigen Bank gehen, aber hier gibt es auch sowas wie Kantory. Kantory würde ich jetzt übersetzen mit Wechselstube. Das sind wirklich einfach Wechselstuben, wo du einfach deine Währung, die du hast, in den polnischen Złoty tauschen kannst. Und erfahrungsgemäß kann ich da auch sagen, dass ein Kantor in der Regel immer einen besseren Kurs gibt wie eine Bank. Bevor wir aber jetzt in den Kantor gehen, sollten wir vorher noch herausfinden, wie eigentlich derzeit der Euro-Złoty-Kurs ist. Und da zeige ich euch auch, wie ihr das eigentlich ganz leicht herausfinden könnt. Seid mir jetzt nicht böse, wenn ich jetzt nicht in die Kamera schaue, aber ich zeige euch das hier bei mir auf dem Computer. Das ist wesentlich leichter. Und ihr geht dafür eigentlich ganz normal auf Google, gebt hier zum Beispiel ein Währungsrechner, so mache ich das zumindest, Währungsrechner, auf Enter und dann habt ihr hier schon mal eine ganz grobe Übersicht, wie derzeit der Euro zum Złoty gehandelt wird. Und wir können jetzt hier einfach mal 1 Euro eintippen und dann sehen wir 4,25 Złoty ist gleich 1 Euro. Jede andere Börse oder jede andere Seite kann euch hier auch natürlich einen anderen Kurs berechnen. Wenn wir hier jetzt einfach mal den polnischen Złoty eingeben, haben wir hier genau den gleichen Preis, ne? Aber das ist hier mal so ein ganz, ganz grober Richtwert. Hier muss man aber auch
von vornherein sagen, das ist der Börsenpreis. Also das ist der Preis, der derzeit auf der Börse gehandelt wird. Das ist kein Kantorpreis. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Jetzt haben wir den ersten Schritt gemacht und wir wissen, wie derzeit der Zloty zum Euro gehandelt wird. Im nächsten Schritt erkläre ich euch jetzt, wie ihr eine Kantortafel, nenne ich das jetzt mal, ablesen könnt, wie ihr entziffern könnt, welchen Kurs ihr bei euren Währungswechsel kriegt. Denn da habe ich auch im Internet immer sehr viele Sachen gesehen, dass da die Leute verdammt durcheinander kommen, weil man will im Prinzip Euro in Zloty tauschen und man kriegt dort im Prinzip 4 verschiedene Preise bzw. Werte angezeigt. Und ich erkläre euch jetzt, was überhaupt was bedeutet und worauf ihr achten müsst. Und dazu nehme ich euch wieder mit bei mir auf meinem Bildschirm. Dann kann ich euch das alles ein bisschen besser erklären. So, jetzt müsstet ihr eigentlich mein Bildschirm sehen können und das ist jetzt hier natürlich nur ein Beispiel. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Kantor hier aus Łódź genommen. Das ist hier ein relativ guter Kantor, der im Prinzip, ja, sage ich mal, nicht schlechte Kurse gibt, aber das ist jetzt hier wirklich nur ein Beispiel. Und hier haben wir jetzt auch noch mal links den Börsenpreis, wie der Euro zum Zloty gehandelt wird. Hier sehen wir dann auch nochmal 4,25. Hier haben wir dann auch nochmal ein paar Nachkommastellen, aber wir lassen es jetzt mal bei 4,25. Und hier haben wir jetzt die ganze Liste mit den Preisen, je nachdem welche Währung man tauschen möchte, wie der Preis bzw. wie die Währung zum Zloty steht. Und hier sehen wir dann auch 2 Spalten im Prinzip. Hier haben wir einmal die Spalte Detal und Hurt. Detal ist im Prinzip der Einzelpreis, also für den Einzelhandel, und Hurtownia, was Hurtownia heißt, ist im Prinzip der Kurs bei Großhandel. Hier auch nicht falsch verstehen, das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie einen Gewerbeschein braucht oder sonst irgendetwas. Ich gehe aber gleich noch ein bisschen näher darauf ein. Also, und jetzt ganz genau zuhören und ganz langsam, weil gerade hier passieren sehr, sehr, sehr viele Fehler. Ihr seid jetzt in einem Kantor und ihr seht jetzt hier auf der Spalte Detail und dann habt ihr hier Kupno, Sprzedaż. Kaufen, verkaufen. Du willst jetzt von deinem Euro Zloty kaufen. Das heißt, wenn du 1 Euro abgibst, dann hast du bei Kupno 4,21 Zloty. Das heißt, du kriegst für 1 Euro 4,21 Zloty. Das ist der Preis, den du jetzt kriegst, wenn du den Euro abgibst und dann die Zloty kriegst. Bei Sprzedaż, und da vertun sich die Leute, die denken, die kriegen diesen Preis hier, wenn die Zloty kaufen. Das ist der Verkaufspreis. Ja, das heißt, du musst 4,31 Zloty abgeben, um 1 Euro zurückzukriegen. Ja, der Urlaub ist vorbei, ihr habt jetzt noch ganz viele Zloty, dann berechnet er 4,31 Zloty pro Euro. Wenn ihr kauft 4,21 Zloty, beim Verkaufen 4,31 Zloty. Das ist der ganz normale Einzelhandelpreis. Jetzt sehen wir hier auch noch Hurtownia, Großhandel. Und diesen Preis kriegt ihr, wenn ihr zum Beispiel in diesem Kantor ist das jetzt so, hier haben wir das hier auch nochmal aufgezeichnet, wenn ihr einen Wechselwert von mindestens 4.000 Zloty habt, also wenn euer kompletter Wechsel höher wie 4.000 Zloty ist, kriegt ihr dann diesen Preis. Das heißt, ihr kriegt nicht für 1 Euro 4,21 Zloty, sondern dann kriegt ihr hier schon fast den Börsenpreis 4,25 Zloty. Diesen Preis kriegt ihr dann, wenn ihr 1 Euro abgibt. Deswegen lohnt es sich auch manchmal, wenn ihr wisst, ach, ich bin 2 Wochen in Polen, sofort vielleicht die 4.000 Zloty zu tauschen. Dann habt ihr dann da immer ein paar Grosche mehr. Und beim Verkaufen ist das genau das Gleiche. Also wenn ihr jetzt 4.000 oder ab 4.000 Zloty verkaufen möchtet und diese Zloty wieder in Euro umtauscht, dann müsst ihr 4,28 Zloty abgeben, um 1 Euro zu kriegen und nicht hier wie beim Einzelhandel 4,31 Zloty. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wie kriegt ihr aber jetzt den besten Kantorpreis heraus? Das ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten. Leute, die öfters irgendwo Urlaub machen in Polen, die wissen schon, wo die ihr Geld tauschen können, um den besten Kurs zu kriegen. Ich kann euch vielleicht eine Sache so als kleinen Tipp geben. Nicht direkt
mitten im Hotspot das Geld wechseln. Da kriegt ihr in der Regel immer einen schlechteren Kurs, als wenn ihr wirklich nur 50, 60 Meter außerhalb von diesem ganzen Touristenrummel weg seid. Das ist nur so ein kleiner Tipp von mir. Ich kann euch aber sagen, wie ihr zum Beispiel herausfinden könnt, wo welcher Kantor ist und welchen Preis er derzeit anbietet. Hier möchte ich aber auch noch mal vorab sagen, dass wenn ihr in Touristengebieten seid, natürlich der Wechselkurs viel schlechter ist, wie zum Beispiel jetzt hier bei mir in Łódź. Łódź ist jetzt nicht der Touristenpunkt Nummer 1. Wir haben gerade gesehen, wenn ich jetzt hier in Łódź tauschen möchte, würde ich 4 Zloty 21 kriegen, und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr zum Beispiel den Wechselkurs in Swinemünde herausfindet. Und dazu nehme ich euch wieder mit bei mir auf meinem Computer und ich zeige euch einfach mal, wie ihr beispielsweise Kurse herausfinden könnt. Ihr könnt dann auf Google gehen und eintragen, zum Beispiel Kantor Swinemünde, klickt ihr auf Enter und dann habt ihr hier schon mal einige Kantore, die euch hier angezeigt werden, und dann könnt ihr einfach mal schauen, welcher Kantor eine Webseite hat. Normalerweise zeigen Kantore auch Kurse auf ihrer Webseite an. Hier haben wir jetzt keinen Kurs, aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel, hier haben wir Golden Kantor, klicken wir mal drauf und hier sehen wir dann auch schon mal einen Preis. Wenn ihr jetzt kaufen würdet, das heißt, ihr würdet Zloty kaufen, würdet ihr 4 Zloty 13 kriegen pro Euro. Ich kriege hier in Łódź zum Beispiel 4 Zloty 21. Das hat aber wirklich nur was damit zu tun, weil Swinemünde auch ein starker Touristenort ist, der von sehr vielen Touristen besucht wird. Und dann müsst ihr euch hier einfach durchklicken. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Kantor in Swinemünde. Dann gucken wir mal hier auf die Kurse. Hier gibt er euch auch 4 Zloty 13, also somit seht ihr dann, wenn ihr jetzt irgendwo im Touristengebiet seid, müsst ihr dann schon ein bisschen schauen, ach, wo gehe ich jetzt wechseln und wo nicht. Hier auch noch mal so eine Sache vorab, was ich auch sehr oft im Internet lese, dass die Leute sich freuen, wenn der Kantor keine Wechselgebühren berechnet. Ich kann jetzt hier wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe noch nie einen Kantor gesehen, der Wechselgebühren berechnet. Also wenn ihr einen Kantor wirklich seht, der damit wirbt, keine Gebühren zu verlangen, das wäre so, als wenn ihr ein Auto kauft und er damit werben würde, er hat eine Klimaanlage, er hat Airbag, er hat ABS. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Hier auch noch eine klitzekleine Sache, die ich als Tourist vielleicht vermeiden sollte, wenn ich hier in Polen bin und unbedingt Bargeld brauche. Vermeidet vielleicht den Fehler, mit der Karte in einen polnischen Geldautomat zu gehen. Das hat nichts irgendwie damit zu tun, dass ihr hier über den Tisch gezogen werdet oder so. Nur manchmal hier die Banken und die Geldautomaten, die haben hier ganz, sage ich mal, schwierige Regelungen, und damit könnt ihr dann ganz leicht auf die Schnauze fallen, nenne ich das jetzt einfach mal, dass ihr dann unnötige Gebühren zahlt. Macht das vorher lieber so, nehmt eure Euros mit, kommt nach Polen, wechselt das hier im Kantor, dann kriegt ihr in der Regel einen besseren Preis. Auch wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, würde ich vielleicht auch vermeiden, in Deutschland bei der Bank das Geld zu wechseln, dann kriegt ihr einen noch wesentlich schlechteren Kurs. Also wenn, dann schon lieber hier in Polen im Kantor tauschen. In diesem Sinne hoffe ich wirklich, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte und du jetzt dadurch vielleicht den ein oder anderen Euro bzw. Zloty sparen konntest. Ich danke dir wirklich dafür, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund, einen schönen Urlaub und bis zum nächsten Mal. Ciao!